Den nächsten Miss Marple-Film, 4 Frauen und ein Mord, sehen Sie am Samstag, dem 23. April um 20:15 Uhr. Michael, kein Mensch will dich engagieren. Das ist nicht wahr. Ich reiß mir den Arsch auf für eine Rolle und du weißt das. Stimmt, aber du verschreckst alle Leute. Weißt du das? Da hat jemand 4 Wochen Probenzeit für ein Stück. Den interessiert doch nicht, ob der sterbende Tolstoi laufen kann oder nicht. Oder beim Laufen reden kann oder beim Laufen singen kann oder nicht. Und der Kerl ist ein Idiot, der nicht... Es können doch nicht alle Idioten sein. Du kannst dich nicht mit jedem anlegen. Die Leute hören bloß deinen Namen und schon ist der Ofen aus. Kein Mensch will dich engagieren. Heißt das, dass kein Mensch in New York mit mir arbeiten will? Das ist noch untertrieben. Auch in Hollywood will niemand was von dir wissen. Sogar in der Werbung läuft nichts mehr. Du hast mal eine Tomate gespielt, 30 Sekunden, 1,5 Tage überzogen, weil du dich nicht setzen wolltest. Ja, es war unlogisch. Du warst eine Tomate. Tomaten haben nicht logisch zu sein. Tomaten sind unbeweglich. Das habe ich ja gesagt, denn wenn sie unbeweglich ist, wie kann sie sich da setzen? Ich war eine stehende Tomate, eine saftige, sexy Fleischtomate. Kein Mensch spielt Gemüse so wie ich. Einen ganzen Gemüseabend habe ich Off-Broadway gegeben. Ich war die beste Tomate. Und als Endiviensalat habe ich die Kritiker von ihren Sitzen gerissen. Michael, ich versuche ganz ruhig zu bleiben. Du bist ein wundervoller Schauspieler. Danke. Aber du machst überall nur Schwierigkeiten. Geh zum Psychiater. Okay, danke. Ich mache mich auf die Suche nach $8.000 und bringe Jeffs Stück raus. Michael, du findest keine 20 lumpige Cent. Kein Mensch wird dich engagieren. Ah ja? Weil keiner mehr den querköpfigen Schauspieler engagieren will, kommt er auf eine rettende Idee. Michael verwandelt sich in Dorothy, in Tootsie. Der Film Tootsie, eine Verkleidungsklamotte also, wie Fanfaren der Liebe oder Some Like It Hot? Zum ungezählten Male Charlies Tante? Ja und nein. Und das ist das wunderbar Unterhaltende und wunderbar nachdenklich Stimmende des Films von Sidney Pollack. Bald liegen sich hier Komik und Tragik in den Armen. Oh. Schwester Charles, kümmern Sie sich um Ihren Patienten und fallen Sie in Ihrer Freizeit in Ohnmacht. Ist das klar? Ja, Miss... Kimberly. Kimberly. Dr. Brewster, ich habe mit Ihnen zu sprechen. Sollen wir wirklich noch weiterdrehen, Richter? Ja, natürlich. Tootsie wird für eine Fernsehserie engagiert und hat tosenden Erfolg in der Rolle der Leiterin eines Hospitals. Niemand ahnt, dass es ein Mann ist, der das resolute, hässliche Entlein spielt. Ich bewundere Machtmenschen. Ganz besonders, wenn es Frauen sind. Oh Gott, sie hat ihn Von denen, die man in der Sie hat ihn Abstellkammer auf den gefunden Kopf kann. gehauen. Merken Sie sich das gefälligst, Dr. Brewster? Ich gebe Ihnen den guten Rat, mich nicht zu unterschätzen. Und wenn Sie mich gewinnen wollen, dann appellieren Sie an meinen Verstand und nicht an meine Lippen. Das war's. Okay, Bandstopp. Ja, aber du wolltest doch, dass ich sie küsse. Ich sag Ihnen, Mr. Carlyle, das war einfach Instinkt. Mir fiel plötzlich ein, dass Sie zu mir gesagt hatten, die Figur müsste bedrohlicher Das war sein. ein guter Instinkt. Finden Sie? Wenn hier einer für den Instinkt verantwortlich ist, dann ich, ja? Tootsie erfährt mit einem Mal an Leib und Seele, wie aufdringlich, gockelhaft und grob Männer sich Frauen oft nähern. Ja, wie demütigend es für eine Frau sein kann, eine Frau zu sein. Er fängt an, seine Rolle im Sinne seiner neuen Erfahrungen umzufunktionieren, aus ihr Leben zu machen. Er beginnt, den Frauen seiner Umgebung ein stärkeres Selbstbewusstsein als Frau zu vermitteln. Ja? Ich muss es Ihnen sagen. Großes Kompliment für unsere Szene. Dankeschön. Willkommen im Team. Ich gebe das Kompliment... Welch hinreißende Idee von fast genialer Einfachheit und Wahrheit. Wieso ist erst jetzt ein Film darauf gekommen? Ein Lachfilm kehrt plötzlich in die miesen Gedanken von uns Männern ein und streichelt die verwundeten Seelen der Frauen. Doch eines Tages lüftet Tootsie ihr Inkognito. Tootsie hat sich verliebt in eine Frau. Dr. Brewster, ich bin hier, um eine alte Rechnung zu begleichen. Welche Rechnung? Sie wissen, dass mein brillanter Vater dieses Krankenhaus erbaut hat, aber Sie wissen nicht, dass er seiner Familie gegenüber ein fast unmenschlicher Tyrann war. Ein absolut schräger Vogel. Oh nein, nicht live. Er brachte meine Mutter so weit, dass sie dem Alkohol verfiel. Und sie verlor bei einem Ausritt deshalb alle Zähne. Was? Ihr Sohn, Edward, Was? wurde Einsiedler. Und ihre älteste Tochter, die hübsche und charmante, also die wurde schwanger. Und wurde im zarten Alter von 15 Jahren aus dem Haus gewiesen. Denn ich bin nicht Emily Kimberly, die Tochter von Wayne und Alma Kimberly. Das bin ich nicht. Ich bin Edward Kimberly, der furchtlose Bruder meiner Schwester Anthea. Oh Gott, das ist ja ein Mann.
Edward Kimberly, der den guten Namen seiner Schwester unermüdlich verteidigt hat. Ich bin Edward Kimberly. Edward Kimberly. Dustin Hoffman in der Titelrolle. Ein großer Komödiant. Er lässt kein Auge trocken. Und doch, Tootsie ist von jener besten Hollywood-Art, die Unterhaltung mit leichtem Tiefgang zu verbinden weiß. Mir fehlt Dorothy. Das muss sie nicht. Sie ist hier. Und du fehlst ihr. Du kennst mich nicht als Mann, aber ich war als Frau bei dir ein besserer Mann, als ich es jemals in meinem Leben bei anderen Frauen als Mann war. Du weißt, was ich meine. Ich muss nur lernen, es ohne Kleid zu schaffen. Ich glaube, beim augenblicklichen Stand unserer Beziehungen ist es vielleicht besser, dass ich Hosen trage. Das Schlimmste ist vorbei, oder nicht? Wir waren doch schon gute Freunde. Ohne jetzt eine krampfhafte Überleitung finden zu wollen, verehrte Zuschauer, möchte ich Ihnen noch einen zweiten Film vorstellen. Frühlingssymphonie von Peter Schamoni erzählt von den ersten 10 Jahren der Bekanntschaft und späteren Liebe zwischen Robert Schumann und Clara Wieck. Als abgebrochener Jurastudent und Schüler des Musikpädagogen Friedrich Wieck begegnet Schumann dessen Tochter. Unter der liebenden und strengen Regie ihres Vaters ist sie bereits als 9-jähriges Wunderkind eine gefeierte Klaviervirtuosin. Als sich der flatterhafte, mittellose Schumann in die 16-Jährige verliebt, entsteht ein ungewöhnliches Dreiecksdrama. Bist du ernst? Ich würde auch lieber vergnügt sein mit dir wie früher, aber es geht nicht mehr. Das ist etwas Neues, etwas Fremdes. Auf jeden Fall bist du kein Kind mehr. In deinen Augen ist... Was ist eigentlich mit Ernestine? Es gibt keine Ernestine mehr. Oh, es gab doch eine. Das ist lang her und es war ein Irrtum. Mir wurde ganz schwarz vor Augen, als du mich geküsst hast. Es ist alles so... Es ist alles so neu. Deine Augen. Deine Augen. Claras Vater ist eifersüchtig auf die Liebe seiner Tochter und auf ihre Karriere bedacht. Er sieht in dem leidenschaftlichen und unangepassten Schumann seine Entdeckung, jetzt nur noch den Konkurrenten und Verführer, einen Schuldenmacher, ein Halbgenie, einen Viertelfaust. Die Liebenden können sich nur noch heimlich treffen. Du musst wissen, es fällt mir schwer, Vater weh zu tun. Viel schlimmer ist, dass ich dich nicht begleiten kann. Aber was soll ich dir schon nutzen? Wenn wir verheiratet wären, ja. Einmal wirst du dich entscheiden müssen. Das kleine Stück heißt Träumerei. Der Film bricht kurz nach der vor Gericht erzwungenen Heirat ab. Die spätere Tragödie dieser Ehe ist nicht mehr sein Thema. Ein Film mit Herbert Grönemeyer und einer sensiblen und selbstbewussten Nastassja Kinski als Clara Wieck. Vor allem aber mit dem DDR-Schauspieler Rolf Hoppe, auch bei uns bekannt geworden als Göring in der Mephisto-Verfilmung. Durch seine intensive Darstellung des Vaters trägt er dieses Künstlerdrama aus der Biedermeierzeit, die wohlig ins Bild kommt. Ein Unterhaltungsfilm, Klischees nicht meidend,
aber doch von der stilleren, direkt ins Herz gehenden Art.